Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist schon wieder mit dem Wasser beschäftigt und das ist eigentlich auch eine weitere gute, wichtige Frage. Und ihr seht hier extra die Pflanze in der Glasvase. Es geht darum, nicht um die Wassertemperatur, die habe ich euch im letzten Video beantwortet, sondern es geht darum, wie lange tauche ich meine Orchideen, damit sie richtig viel Wasser aufnehmen. Die Frage wird mir ebenfalls regelmäßig und oft genug gestellt. Ihr seht, die Pflanzen hier schauen immer noch so aus wie vor 2-3 Wochen, wo ich sie euch das letzte Mal oder sogar schon vor 1,5 Monaten, teilweise sogar noch besser, weil sie natürlich an Masse zugelegt haben. Wie lange tauche ich meine Orchideen? Alle Orchideen, die ich jetzt hier in diesem Übersetzer habe, da fülle ich einfach den Übersetzer auf, wie bei dieser Vase mit Wasser und stelle den Topf hinein. Und dann gehe ich zu den nächsten Orchideen und schaue mir die nächsten Orchideen an und gebe denen Wasser. Und das kann dann teilweise sogar so sein, dass ich die eine oder andere Pflanze aufgrund der Anzahl einfach auch mal vergesse. Und am nächsten Tag gehe ich zu der Pflanze hin und merke, oh, da habe ich ja Wasser drin gelassen. Das heißt, die war da ein bisschen länger als die anderen drin. In aller Regel reichen 5 Minuten locker aus. Oft liest man im Internet, oh, ich lasse eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde drin. Es kommt auch auf das Substrat an, also wenn bezogen auf so einen normalen Orchideentopf, ihr seht, die Wurzeln sind jetzt grün geworden. Das heißt, sie hat Wasser aufgenommen, noch ein paar Minuten mehr und sie hätte noch mehr Wasser aufgenommen. Aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Die Pflanze platzt jetzt nicht, die Wurzeln gehen auch nicht nach einem Tag oder auch nicht nach 2 Tagen sofort kaputt. Aber das Problem ist eigentlich viel mehr, dass je länger das Substrat, egal ob das jetzt hier diese Kokoshusks sind oder Pinienrinde, je länger die in Feuchtigkeit sind, umso schneller zersetzen die sich natürlich. Das heißt, im Prinzip hängt es davon ab, nicht wie lange ich die Orchidee tauche, sondern dass ich der Orchideenwurzel ausreichend Zeit gebe, dass sie erstmal sich aufsaugen kann. Das kann auch bloß 1 Minute dauern. Ja? Das heißt, ihr könntet auch die Pflanze nehmen und einfach mit der Gießkanne links und rechts gießen. Dadurch wird die Orchidee natürlich auch nass. Das Substrat hält auch ein bisschen Feuchtigkeit und gibt das dann an die Wurzel ab. Und das reicht an und für sich auch schon komplett aus. Und ihr müsst es nicht so lange tauchen. Dann hält nämlich das Substrat auch deutlich länger und zersetzt sich nicht so schnell. Ne? Organisches Material zersetzt sich ja sehr schnell und einfacher, wenn es feucht ist. Wenn es trocken ist, dauert es ewig, bis es sich dann mal wirklich zersetzt hat. Ja, wie lange muss man also tauchen? Ich würde sagen, 15 Minuten sind schon sehr, sehr großzügig. 5 Minuten im Prinzip reichen auch. Wenn ihr jetzt viele Orchideen habt, die jetzt zum Beispiel alle in Übertöpfen stehen oder ihr macht sie in so eine Gemeinschaftskunststoffschale und ihr müsst alle Orchideen durchgehen, dann macht ihr alle Orchideen erst einmal von der ersten bis zur letzten mit Wasser voll. Und dann, wenn ihr mit allen Orchideen durch seid, beginnt ihr wieder bei der ersten, schüttet das Wasser ab. Das Wasser könnt ihr dann natürlich im Garten nutzen für eure anderen Pflanzen. Wenn ihr da noch Dünger mit reingemacht habt, dann freuen die sich natürlich auch. Und das war es dann schon beim Thema Orchideen, wie lange sie getaucht werden müssen. 5 Minuten sind völlig ausreichend. Also, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen nach oben. Hier unten ist das Herzchen, wo ihr Danke sagen könnt. Ihr könnt auf die Webseite gehen, Kaffee ausgeben. Ihr könnt die Kanalmitgliedschaft nutzen und seht schon alle zukünftigen Videos vor allen anderen. Ansonsten wirklich bis zum nächsten Video. Es gibt genügend Themen, wie ihr sehen könnt. Bis dahin und tschüss.